Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel, die Waldfee. Heute sind wir hier auf einer Genehmigung unterwegs, auf der war ich schon Ewigkeit nicht mehr suchen. Das ist eine ganz alte Genehmigung von mir. Ich glaube, das letzte Mal so 2013, 2014, also schon ewig her. Und mittlerweile sucht der Tom hier aus unserem Team. Er ist hier heute auch unterwegs und ich bin gespannt, was wir Tom hier heute von der Fläche klauen können. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn diese Fläche ist doch ganz spannend, weil wir haben hier Ausläufer des alten Schlachtfelds. Also es wird mit Sicherheit die eine oder andere Musketenkugel heute auch kommen. Und ich bin gespannt, was wir sonst noch finden können. Münzen kommen hier auch. Also ich bin auch gespannt, ob wir die eine oder andere schöne Münze finden können. Heute wieder mit dem Xpedeus 2 von abenteuer-schatzsuche.de. Schöne Grüße Jochen. Und wir starten jetzt auf ins Abenteuer. Los geht's! So, ich habe jetzt hier gerade meinen Rucksack hingelegt und habe jetzt einen Schritt gemacht, habe hier gleich das erste Signal. Mal gucken, wo haben wir es? Hier. Schönes 82er eigentlich. Gucken wir mal, was das ist. Soll auch ein bisschen tiefer sein. Okay, da haben wir es drin. Die erste Musketenkugel. Ja, Schlachtfeld hier, also da werden noch einige mehr kommen, denke ich. Nächstes Signal, ihr seht, ich stehe immer noch neben meinem Rucksack. Da bin ich mir nicht sicher, es könnte auch Eisen sein, es springt so leicht. Gibt aber auch ein gutes 71er Signal, also wahrscheinlich, wenn dann, liegt hier Eisen neben etwas aus Buntmetall. Okay, 82er jetzt konstant, könnte vielleicht die nächste Musketenkugel sein. Ja, es ist ein Bleistück, aber keine Musketenkugel. Einmal Blei. Wieder ein 85er. Boah, der Boden ist nass und schwer. Jetzt ist es ein 79er. Oh, nice. Oh, das ist mal ein richtig schöner, riesiger Arsenbronzeknopf. Was ist denn da drauf? Was soll das darstellen? Ich meine auf jeden Fall, da ist eine Krone drauf zu sehen. Aber was das da drunter sein soll, das ist ja echt mal ein cooler Knopf auf jeden Fall. Und ihr seht das hier bei mir an der Handfläche richtig riesig. Cooler Fund auf jeden Fall. Ja, heute starten wir hier mal im Studio mit einem Knopffund, den ich da machen konnte bei Tom auf der Fläche. Ein riesiger Arsen-Bronze-Knopf mit einer Verzierung. Oben ist auf jeden Fall eine Krone zu sehen und darunter wird es dann schon ein bisschen spekulativer. Ich weiß nicht, ich erkenne da sowas wie eine Axt vielleicht und ein rechter Winkel. Habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Datiert dürfte der so ins beginnende 19. Jahrhundert, würde ich jetzt mal behaupten. Und es kommen auf jeden Fall noch viele interessante und schöne Funde, die ich da dem Tom an diesem Tag vom Feld klauen konnte. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir machen weiter. So, schaut mal, wir haben hier die erste Münze als Oberflächenfund. Ich glaube, es ist ein kleiner Scherf, wenn ich mich nicht täusche. Kommt von der Größe auf jeden Fall hin. Ich will da jetzt gar nicht so doll rüberreiben eigentlich. Das ist hier sehr matschig. Mal gucken, ob man da drauf noch was erkennt. Dann gucken wir sie uns gleich mal im Studio an. Aber ja, sie sieht auch schon ziemlich abgegriffen aus. Aber immerhin die erste Münze. Das nächste schöne 80er Signal.
der Boden ist so unglaublich schwer. Oh, Tom hat, glaube ich, was Gutes gefunden. Er pfiff. Oh, was haben wir hier? Wieder einen Knopf. Das könnte ein preußischer Militärknopf sein tatsächlich. Aber ist nichts drauf. 78er Signal. Tom wartet auch drauf, was es ist. Ist noch drin? Oh, ich sehe es, glaube ich, schon. Es ist, glaube ich, nur ein Stück Aluminium-Scheiß. Ja, ein Stück Dose. Wir haben die nächsten Münzfund. Eine nicht allzu alte Münze, aber dafür noch richtig gut erhalten. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal im Studio an. Hoffentlich geht es so weiter. Da haben wir die erste ansehnliche Münze des Suchtages und sie ist wirklich richtig gut erhalten, muss man sagen. Sie ist aber auch nicht sonderlich alt. Wir gucken mal drauf. Es handelt sich dabei um ein Pfennig von 1867. Darunter sehen wir den Prägeort angegeben mit dem Buchstaben A. Dabei handelt es sich um die Münzstätte Berlin und dann drehe ich euch die Münze nochmal um. Der Münzherr dieser Münze ist Wilhelm I. Und hier sehen wir den gekrönten Preußenadler. Und dann könnt ihr drumherum noch sehen 360 Einentaler. Das heißt 360 dieser Ein-Pfennig-Stücke haben den Wert von einem Taler quasi gehabt. Ganz interessant vielleicht nochmal. Und wir machen weiter mit den nächsten Funden. Schönes 83er Signal. Das ist ein Gematsche. Oh. Okay, wir haben es draußen. Hä? Oh, ich glaube, ich sehe was Rundes hier im Matsch. Eine Musketenkugel. Die zweite schöne große Runde für heute. Super. So, wir haben die nächste richtig schöne Silbermünze gefunden. Hier auch noch gut erhalten. Gucken wir uns gleich im Studio an. Auch schon ein bisschen älter, so leicht abgeknapst an den Seiten, aber trotzdem noch eine tolle Münze. Da haben wir sie stehen, die erste Silbermünze des Tages und so viel sei verraten. Es gab noch mehr Silberfunde an diesem Tag, also bleibt dran. Wir schauen mal kurz drauf. Es handelt sich um 24 Eintaler aus dem Jahr 1761 mit dem Prägeort L. Für was das L steht, konnte ich jetzt auf die Schnelle noch nicht herausfinden. Ich drehe euch die Münze dann nochmal um. Hinten sehen wir dann nämlich noch das Wappen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Münze aus Sachsen, aus der albertinischen Linie von Friedrich August II. Geprägt wurde sie 1733 bis 1763. Leider nicht mehr in ganz so einem guten Zustand, wie ich zuerst auf dem Feld angenommen habe. Aber wie gesagt, es soll nicht die letzte bleiben. Wir machen weiter. Ja, wir haben die nächste Münze. Es handelt sich um eine Münze aus einer Kupfer-Silber-Legierung. Also ich nenne es immer, es ist eine Silbermünze, aber im Endeffekt ist es eine Kupfer-Silbermünze. Und die ist noch wirklich gut erhalten. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Nächster richtig guter Fund. Es hat nicht lange gedauert, da konnten wir Tom schon wieder ärgern. Die nächste Silbermünze, ich habe ihm dann ein Foto per WhatsApp geschickt, weil er so ein bisschen abseits von mir auf dem Feld unterwegs war. Und wir gucken mal auf die Münze drauf. Sie ist auch noch gut erhalten. Es handelt sich um einen halben Groschen aus dem Jahr 1858 und dann sehen wir in der Umschrift diesmal 60 Einentaler. Also 60 dieser halben Groschen haben einen Taler ergeben. Drehe ich sie euch auch noch mal um. So. Da können wir erkennen, diese Münze stammt aus dem Königreich Hannover und unter dem Pferd kann man so ganz klein einen Buchstaben erkennen für den Prägeort. Dort steht ein B und in dem Fall handelt es sich um den Prägeort Hannover. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, in meinem Community-Post, es gibt den neuen Gesamtkatalog von www.abenteuer-schatzsuche.de mit mir auf dem Titelbild und wieder feinsten Sachen für die Schatzsuche könnt ihr euch kostenlos anfordern auf abenteuer-schatzsuche.de.
shop-schatzsuche.de. Also macht das ruhig. Richtig schön geworden, finde ich. Immer wieder toll auch auf dem Titelbild zu sein. Dafür nochmal danke Jochen. Wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Wir haben die nächste Münze. Leider ist sie gefaltet. Man kann auch nur noch so ganz schwer was drauf erkennen. Auch ja, um 1846 oder so. Ich gucke mal, ob ich sie noch ein bisschen besser hinkriege, ob wir sie uns anschauen oder nicht. Da liegt der nächste Fund auf dem Spaten. Eine Münze, die man doch häufiger mal bei der Schatzsuche findet. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Wir bleiben in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs. Die nächste Münze, gucken wir drauf. Es handelt sich um einen Pfennig, der nicht mehr ganz so toll erhalten ist, aus dem Jahr 1874. Ich zeige euch die Rückseite auch noch mal schnell. Die ist eigentlich auch noch ganz gut. Hier sehen wir noch wieder den Reichsadler. Und jetzt muss ich mal gucken. Oh ja, dann gab es noch wieder einen Fund. Da dachte ich zuerst, es wäre Müll. Und als ich das dann doch so ein bisschen sauber hatte, habe ich erkannt, um was es sich handelt. Gucken wir mal rein. So, hier haben wir das nächste Signal. 8182. Klingt aber nicht so richtig nach Münze irgendwie. Aber gucken wir mal nach. Oh, klingt schon besser jetzt. Oha. Nee, es ist keine Münze. Oh. Oh, was haben wir hier? Es ist eine große, ich glaube, es ist eine große Buchschließe. Oha, aber richtig schön. Ich glaube, da ist sogar Verzierung drauf. Sehr cooles Stück. Ich glaube, es müsste eine Buchschließe sein. Gucken wir gleich mal. Ist das ein Kreisauge? Könnte sein. Gucken wir auch mal gleich im Studio. Ja, da bei dem nächsten Stück dachte ich zuerst, oh Mist, jetzt habe ich da das nächste Blechstück irgendwie bei Tom aus dem Acker geholt. Aber als der erste Schlamm ab war, hat man schon erkannt, nee, es ist auf jeden Fall verziert. Und es handelt sich tatsächlich um eine richtig schöne Buchschließe. Wir gucken mal drauf. Und zwar mit einem Hakenverschluss mit Zierring. Das ist das, was ich als Kreisauge angesprochen hatte auf dem Feld. Mit einer Strichbündeldekoration und 3 Zierbohrungen hinten dran. Und dann ist auf jeden Fall auffällig, nämlich wir haben hier noch eine Niete erhalten, die einen eckigen Nietenkopf hat, meiner Meinung nach. Und da sind Stücke bekannt aus den Klöstern am Niederrhein, aus Belgien und den Niederlanden, die so im 16. Jahrhundert im Gebrauch war. Also wird wahrscheinlich diese Buchschließe auch so ins 16. Jahrhundert datieren. Ein schönes Stück, wie ich finde. Und dann habe ich hier nämlich noch einen kleinen Fund, den ich so im Video nicht gezeigt habe. Den stelle ich euch jetzt einfach mal daneben, dass ihr mal einen Größenvergleich habt. Auch eine Buchschließe, in dem Fall aber eine kleine Ösenschließe. Also ein gewaltiger Größenunterschied hier bei den 2 verschiedenen Typen des Buchverschlusses. Und dann habe ich einen richtig interessanten Fund noch, den ich da machen konnte. Da schauen wir jetzt mal rein. Wow, Wahnsinn. Wir haben hier das nächste richtig interessante Teil. Es ist irgendwie ein Hundekopf oder sowas abgebildet. Es ist auch noch so leicht feuervergoldet. Nur ein ganz kleines Stück. Aber wirklich richtig interessant. Also das gucken wir uns auf jeden Fall auch gleich mal im Studio an. Ich weiß nicht, war es vielleicht mal eine Spielfigur oder ähnliches? Ja, es gibt sie immer wieder, die Fundstücke, wo man nicht genau weiß, um was handelt es sich da jetzt. Aber ich finde diese Art Fundstücke immer sehr interessant, weil man da so ein bisschen rätseln kann und so. Mir gefällt das immer sehr gut. Hier haben wir wieder so ein Fundstück. Ich habe euch das jetzt erstmal auf die Seite gelegt, weil ich glaube, dass man so besser erkennen kann, um was es sich da handelt. Aber ich glaube nicht, dass es ursprünglich so gehört. Wir gucken mal erstmal drauf. Ich glaube, man sieht da einen Hundekopf mit offenem Maul und da kommt vorne so die Zunge raus. Die Zunge ist an der Zungenspitze auch kaputt gebrochen schon ein wenig. Da kann man in das Objekt reinsehen. Also das heißt, es ist hohl von innen. Und ich glaube, dass das Stück aus ursprünglich 2 Schalen gefertigt wurde und dann in der Mitte verbunden wurde. Denn wir haben auf der Stirn so eine Verbindungsnaht, so eine kleine, die man da noch sieht. Dann stelle ich euch das Objekt, was übrigens ursprünglich mal komplett feuervergoldet war, mal so hin, wie ich denke, dass es gehört. Wir haben nämlich unten so einen 6-eckigen Standfuß und dann steht das Ganze aufrecht und so sieht das Ganze für mich doch sehr nach einer Spielfigur aus. Was meint ihr? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare.
Dann möchte ich euch schon mal den ersten Preis vorstellen, den ihr dieses Jahr bei meinem 10-jährigen Kanaljubiläum gewinnen könnt. Und zwar handelt es sich dabei um das neue Metalldetektor-Handbuch für Sondengänger. Also was heißt neu? Es ist eine Neuauflage, aber es ist im Endeffekt so wie ein neues Buch, muss man schon fast sagen. Also wirklich ein komplett von vorne bis hinten überarbeitetes Buch und nicht nur für den Einsteiger interessant, sondern vielleicht auch für den Fortgeschrittenen, denn wir haben hier auch zum Beispiel ganz viel zu Fundstücken drin stehen, hier zum Beispiel zum Thema Bleiplomben. Also wirklich ganz interessant, auch zum Thema Goldwaschen zum Beispiel steht hier auch was drin und ein Exemplar davon könnt ihr gewinnen. Falls ihr es nicht gewinnt oder es nicht abwarten könnt, könnt ihr es natürlich auch bestellen bei abenteuer-schatzsuche.de für 39,95 €. So viel dazu und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Oh, schönes 73er. Das machen wir nochmal live. Ja, sah ich da gerade schon was Rundes? Oder habe ich mich getäuscht? Ne, ist glaube ich noch drin. Okay, es war doch was Rundes. Aber es ist mal wieder ein Knopf. Aber auch nichts drauf. Ne, ein normaler Knopf. Ein 79er Signal hier irgendwo in dem Aushub. Ah, es ist glaube ich nur Blei. Ja, scheiß Blei hier. Ein 74er Signal hier im Aushub. Oh, es ist eine Münze. Oh ja, hatten wir heute auch schon einmal. Glaube ich. Ja, aber auch wieder noch so einigermaßen gut erhalten, glaube ich. Gucken wir auch gleich mal im Studio. Sehr schön. Wir sind zurück im Deutschen Kaiserreich. Der nächste Pfennig. Wir gucken nur mal schnell drauf. Diesmal aus dem Jahr 1896. Ich drehe sie euch auch noch mal kurz um. Diesmal in einem kleinen bisschen besseren Erhaltungszustand als der erste Pfennig. Unten hier vielleicht auf der Rückseite beim Adler bei den Füßen so ein bisschen verkrustet, aber trotzdem noch eine schöne Münze. Und dann machen wir weiter. Wir bleiben im Kaiserreich. Eine Bahn weiter haben wir gleich die nächste Münze. Es tut mir ja leid für Tom, dass ich jetzt hier die Münzen vom Acker sammle. Können wir erkennen. Oh ja, es ist die nächste. Das ist ja unglaublich hier. Gucken wir auch gleich im Studio. Wahnsinn, was jetzt hier kommt. Der nächste Fund aus dem Kaiserreich. Ja, was war denn da los, sag mal? Wir gucken drauf. Es handelt sich diesmal um die von allen dreien am besten erhaltenste Pfennigmünze. Diesmal aus dem Jahr 1889. Hat noch einen schönen Glanz, wie ich finde. Ich drehe sie euch auch noch mal um. Hinten erkennen wir wieder den Reichsadler. Eine schöne Münze. Und dann konnte ich tatsächlich Tom noch mal eine Silbermünze vom Feld klauen. Hier haben wir die nächste Münze. Aber, oder? Nee, es ist ein Knopf. Ach, schade. Ein Knopf. Ich dachte, es wäre eine Münze. Ist was drauf, glaube ich. Man muss immer sauber machen. Vielleicht gucken wir uns die mal an. Es ist so nicht zu glauben. Ich glaube, ich muss öfter mal bei Tom auf die Flächen zum Münzenklauen kommen. Sorry, Tom. Ich habe die nächste Silbermünze gefunden. Ich grabe heute nicht so viel live, weil hier einfach auch viele Müllschnipsel rumliegen und ich unglaublich viele Löcher graben muss für gute Funde. Aber die guten Funde kommen auf jeden Fall. Von 1774 eine Münze. Gucken wir uns im Studio an. Das ist so der Wahnsinn hier.
die nächste Silbermünze. Aber man muss zu Toms Ehrenrettung sagen, er läuft mit einem Einstiegsdetektor und ich mit dem Expedius 2. Also da merkt man doch schon krass dann den Unterschied, sage ich jetzt mal. Ich bekomme viel mehr Signale rein, ich bekomme tiefer liegende Signale rein, wie er mit dem Einstiegsgerät. Deshalb liegt da vielleicht noch so viel, meine Vermutung jetzt dazu. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Mariengroschen finden können aus dem Jahr 1774. Und zu dieser Zeit gab es zwei Herrscher, die da Münzherren waren und Münzen prägen ließen. Und hierbei handelt es sich, glaube ich, wenn wir uns die Umschrift mal angucken, um eine Münze, die Georg III. Prägen ließ. Denn wir sehen hier in der Umschrift ein R.Gr. Brit. Und zu dieser Zeit war Georg III. Nämlich auch Herrscher über Großbritannien. Also von daher würde das in dem Fall ganz gut hinkommen. Ich hoffe, euch auf jeden Fall hat die Folge gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr den Kanal Sondel die Waldfee noch nicht abonniert habt. Ich bedanke mich auch nochmal bei meinem Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut.